Good morning aus London. MJ Update, Harry ist in London. Heute ist Dienstag, der 5. März und morgen am Mittwoch ist die Premiere, die England-Premiere von MJ the Musical. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Ja, und ich stehe jetzt hier auf dem Dach von meinem Hotel und ihr seht mir im Hintergrund ja einen Blick über London, die Dächer über London. Richtig cooler Ausblick. Das Besondere hier ist, ihr könnt direkt das MJ the Musical Gebäude, das Prince Edward Theater, hinter mir sehen. Und zwar ist das genau dieses Gebäude, was da vorne als erstes rausguckt. Da ist so eine Lüftung und dahinter hängt so eine Antenne und direkt das Gebäude, da ist das Prince Edward Theater und da findet morgen die Premiere vom MJ the Musical statt. Und wenn ich hier einmal so ein bisschen nach rechts drehe, das Gebäude für interessierte Musical-Fans, da genau hier, wo dieses Türmchen ist, das ist das Harry Potter Musical. Und hier ist alles, also ich bin hier mitten im West End und das ist mitten der Musical-Hotspot von Großbritannien und von Europa, weil mir war gar nicht bewusst, wie stark die Dichte an Musicals hier in West End ist. Sister Act, Stranger Things Musical gibt es hier zu der Netflix-Serie, Les Miserables, Matilda, also hier sind 40, 50 verschiedene Musicals im Umfeld und da ist doch hier auch das MJ Musical hier vorne sehr zentral mitten im Spot der ganzen Musicals. Und auch aus der Perspektive, damit ihr mir glaubt oder damit ihr auch seht, dass ich euch hier keinen Blödsinn erzähle, da habe ich gerade gesehen, da kann man ein kleines Stückchen von der MJ the Musical Reklame sehen. Da dieser rote Punkt, ich zoome da mal ran. Das sind die Stufen von meinem Hotel. Jetzt nehme ich euch mit ins Prince Edward Theater und zeige euch, wie es ausschaut. Hier haben wir das Harry Potter Musical und wenn ich hier etwas nach rechts schwenke, haben wir hier das Prince Edward Theater, in dem das MJ the Musical morgen Premiere feiert. Hier zeige ich euch das Theater aus verschiedenen Perspektiven. Das ist der Eingang und es wird hier gerade gearbeitet. Offenbar befindet man sich hier noch mitten in den Vorbereitungen, um alles final für die Premiere herzurichten. Ein erster Blick auf den Merch-Stand. Ich sehe T-Shirts und einen Glitzerhandschuh. Eine nette Dame vom Theater hat mich die ganze Zeit beobachtet. So schaut es aus, wenn es dunkler wird. Die ganze Straße schimmert in Rot. Wunderschön. Tickets gibt's auf www.mjthemusical.com und da bitte die passende Stadt auswählen, in dem ihr das Musical sehen wollt. Am Abend des 5. März fand offenbar eine erste Vorstellung statt. Diese wurde nicht angekündigt. Wie ich später herausfand, handelt es sich um eine Dressing-Vorstellung. Eine Vorstellung vor geladenen Gästen. Diese Dressing-Vorstellungen sind üblich und finden immer bei neuen Musicals vor der eigentlichen Premiere statt. Es waren keine MJ-Fans anwesend, jedenfalls konnte ich keine erkennen. Ich vermute, dass hier die Londoner Musical-Szene geladen war, vielleicht lokale Kritiker
aber auch Mitarbeiter der Sponsoren, die sich das Musical anschauen durften. Hier ist auch zu sehen, dass der Balkon begehbar ist. Hallo zusammen, hier ist MJ Update aus London und ich stehe hier vor dem Prince Edward Theater und ich habe hier zwei Gesichter getroffen, die mir sehr bekannt vorkamen. Sie sind mir heute über den Weg gelaufen, zufällig. Da ist einmal Jenny und Vanni. Aus Kölle. Aus Kölle. Jawohl, frisch eingeflogen. Ja. Er macht's möglich, ja. Wir sind uns eben tatsächlich über den Weg gelaufen. Ich dachte, den kenne ich doch. Ja. Ja. Und wir hatten zwar vorher, waren wir im Kontakt, wir wollten uns auch treffen, wir haben aber keinen genauen Zeitpunkt ausgemacht, wo und wann wir uns treffen. Und auf einmal gehe ich aus meinem Hotel raus, das übrigens da ist, das habe ich euch ja schon von der Dachterrasse gezeigt. Und hier war ein riesen Menschenauflauf, die ganze Straße war voller Menschen. Die Schlange ging bis um die Ecke dahin. Vanni und ich haben gedacht, wir gehen mal eben hier hin und bevor morgen das Gewusel hier ist, dass wir hier ein paar schöne Fotos machen. Ja. Und auf einmal war hier Menschenauflauf, richtig Kameras, richtig viel los. Wahrscheinlich gleich ist wieder viel los hier. Ja. Also das war schon richtig cool, aber die Deko ist wunderschön. Also die Beleuchtung, die guck mal nach Plakate, oben, ey. die Beleuchtung. Und der Estate ist auch anwesend, weil wir haben nämlich Karen Langford geschüttelt. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Wir haben den ganzen Einlass mitgemacht, weil das scheint heute so eine Pressevorstellung gewesen zu sein. Presse, Kritiker, Tänzer, vielleicht Family and Friends, der Darsteller. Also jetzt gerade da drin ist die Preview vom MJ the Musical und morgen ist der erste offizielle Spieltag. Und da sind wir dabei. Da sind wir alle dabei. Ja. Und hier gegenüber findet morgen noch ein Fantreff statt. Ja. Da ist die Soho Bar und Jenny hatte da die Info mitgegeben, dass sich da morgen die Fans treffen. Aus New York haben da wohl welche was vorbereitet. Richtig, genau, die haben das organisiert. Ja. Und da habe ich gedacht, teile ich das doch mal so mit allen, die ich kenne, weil je mehr sich morgen da treffen, desto schöner, ne? Ja. Da sind wir morgen auch mal gespannt, was da stattfindet, ob da was stattfindet und wie viele Fans da sind. Ja, genau. Wo wir hier gerade noch vor dem Prince Edward Theater stehen, morgen haben wir ja die Premiere. Yeah. Habt ihr irgendwelche besonderen Erwartungen? Also ich glaube, Jenny, du hast das schon gesehen. In New York, aber ohne Miles Frost. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt Miles Frost sehe, weil ich glaube einfach, dass der eine super Darbietung macht. Und Miles Frost hat doch auch den Tony gewonnen für den besten. Genau, richtig. Und normal war er da auch, wo wir in New York waren, war er auch eigentlich der Darsteller, konnte aber an dem Abend, wo wir da waren, nicht. Da war irgendwas Familiäres. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn dann morgen sehen kann. Und ich bin auf die Show an sich auch mega gespannt. Und wir haben auch schon den Merchandise-Stand gesehen. Der ist größer. Ja, der ist größer als der in New York. Also da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ich freue mich einfach auf eine tolle Show. Bin sehr gespannt. Ich freue mich sowieso. Ich habe die Show noch gar nicht gesehen. Weder in New York noch sonst wo. Also ich bin ganz gespannt auf den Michael-Abend. Ja, so geht es mir auch. Also ich habe natürlich schon hier und da ein paar Ausschnitte gesehen, aber ich erwarte morgen eigentlich eine richtig coole Show und ich bin richtig gespannt, wie es morgen wird. Mit einer tollen Stimmung, mit bestimmt ganz vielen Fans, da freuen wir uns. Ja, also ausverkauftes Theater, Michael. Oh, wir werden gerade unterbrochen. Wir wurden gebeten, das Licht der Kamera in eine andere Richtung zu richten, weil die Mitarbeiterin die Annahme hatte, dass sich Gäste im Theater davon belästigt fühlen könnten. Das haben wir dann natürlich auch gemacht. Aber wir waren ja eh gerade am Schluss. Bis dann, ciao. Ciao. Die Vorstellung ist jetzt zu Ende und hier hinter mir kommen gerade die ersten Leute raus, die die Preview von MJ the Musical gesehen haben. Und ich fange mal ein paar O-Töne ein. Wie hat es den ersten Zuschauern gefallen? Do you like the performance? Okay. Magical. Oh, magical. She liked it. Do you like the show? Yeah. Amazing. Oh my God. Damn. 12 von 10 übersetzt. Do you like the show? Yeah, A1. Oh, perfect. Do you like the show? Pretty. Do you like the show? It was incredible. Incredible. Yes, great. So good.
Do you like the show? Oh, loved it. I love that. Do you like the show? Loved it. Do you like the show? Would recommend. Oh, great. Do you like the show? 10 out of 10. Loved it. Perfect. Great. Oh, it was great. Also, great, awesome, fantastic. Jeder mag die Show. Also, eigentlich geht mir das Herz auf, wenn ich das höre, wenn hier so viele Leute rauskommen und so toll über diese Show reden. Und so ging dieser Abend zu Ende. Mit diesen Eindrücken und voller Erwartungen verabschiedeten wir uns. Heute ist Premierentag und jetzt geht's los, da drüben in das Musical. Ich bin schon ganz gespannt, was uns erwartet. Unten warten Jenny und Vanessa auf mich, die holen mich hier am Hotel ab und dann gehen wir zusammen zuerst auf die Fanparty, die gegenüber in der Soho Bar stattfindet. Da bin ich auch mal gespannt, was dort überhaupt los ist. Und dann später, so gegen 18 Uhr vermutlich, werden wir dann rüber ins Musical wechseln, ins Prince Edward Theater und uns anschauen, was uns dort erwartet. Ich bin sehr gespannt und wir werden berichten. Ich bin jetzt hier in London vor dem Musical, da seht ihr es. Da ist das Musical und hier ist die Bar Soho hinter mir und hier haben sich heute einige Dutzend Michael Jackson Fans getroffen, von denen ich eben erzählt habe. Und ich gehe jetzt einfach mal noch mal rein mit euch und es läuft gerade sogar Michael Musik. Geht's aus. Hier habe ich ein paar Eindrücke für euch zusammengestellt. Fans aus den USA, Australien, Rumänien, Frankreich, Deutschland, Irland und natürlich Großbritannien waren gekommen. Wir tanzten, tauschten uns aus und hatten einfach einen schönen Abend, bevor es in das Musical ging. All dies passierte bereits am Nachmittag in der Bar Soho. Viel MJ-Musik und alle feierten. So muss das. Mit diesen Eindrücken ging es ins Musical. Wir waren gerade hier im Soho Bar Club und haben ein bisschen die Vorparty gemacht. Getanzt, bisschen. Gequatscht. Ein bisschen sehr. Ich glaube, wir haben alle schon ein bisschen was getrunken, oder? Kann sein. Aber Australien auch, Amerika auch, Rumänien auch, Frankreich auch, Deutschland auch, Irland auch. Türkei auch. Und es gibt auch eine Afterparty. Ja. Und eine Afterparty? Ja, die hat uns, glaube ich, so ergeben. Wir treffen uns bestimmt danach wieder. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall gerade hier fertig und gleich wandern wir hier über die Straße rüber. Ich drehe mich mal um. Ja. Wir alle drehen mal. Ja. Da gehen wir gleich hin. Da ist nämlich schon der Einlass. Jo. Da gehen Leute rein und da wechseln wir gleich rüber. Und da sind wir jetzt ganz gespannt. Ja, meine erste Show. Den Shop. Ja. Und die Show. Den Shop, genau. Die Show natürlich. Oh, und diesen Rikscha muss ich nächstes Mal ausprobieren, warte. Das ist Ja. So, das Business noch überleben. Ja, nur noch überleben. Das kriegen wir hin. Hi, do you need a ticket for tonight? A free ticket? We have one, but thank you. Oh, okay. Okay. you. Jetzt noch ein Ticket bekommen. Mal ein Ticket für euch? Ja. Yes, and wir werden jetzt gleich da reingehen in die Show. Ja. Und hier ist jemand aus Frankreich dabei, der wahrscheinlich kein Wort versteht. You don't understand anything what I say? Okay. Absolutely not. Kamera freut sich auch. Yes. And yes, wir sind gespannt, was da gleich passieren wird. Und nach der Show, weil ich glaube, da drin darf man nicht filmen. Kann sein, dann fangen sie mal Licht aus und so. No strict Videos drin, also da wird man wahrscheinlich gezwungen, nicht zu filmen. Das ist Aber Black or White gerade. Bonjour la France. Oui, 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 Bye, bye. grüezi, grüezi. Okay.
So schaut es im Eingangsbereich des Prince Edward Theaters aus. Wildes Gewusel. Jenny vom Malibu Fanclub ist hier auch bei der Arbeit. Sie macht auch ein Video für den neuen Malibu Fanclub YouTube-Kanal. Das ist das Programmheft für 10 Pfund zu haben. Und der Merch-Store mit unterschiedlichen T-Shirts, CDs, Taschen, Magneten, Tassen, Schlüsselanhängern und einiges mehr. Hier geht es hoch in den Balkon. Wunderschönes Theater, passend zum MJ-Musical, alles in Rot gehalten. Aber ich glaube, so sah das schon vorher aus. Und so sieht es im Theater aus. Ja, endlich bin ich drin. Sorry, do you mind just taking the program off the lodge, please? Thank you. Oh ja, hier wird aufgepasst, dass man nichts an der falschen Stelle ablegt. Aber ich bin endlich drin. Hier auf dem Balkon, auf dem Prince Edward Balkon vor dem MJ the Musical. Und den habe ich gerade entdeckt und neben mir habe ich noch jemanden getroffen, die ich auf der Kingvention schon mal gesehen habe. Sie hat mich gerade angesprochen, Cecile from French. And she lived here in London. And yes, what are your thoughts about the musical? So I'm looking forward to see it. I've seen it in New York. I was lucky to see it in New York, and I thought that was really good. So I'm really looking forward to see it again. And I think it's really well done musical. So yeah, I would advise you to go. Perfekt. Es ist ja gerade gesagt, dass sie das schon am Broadway in New York gesehen hat. Und ich habe es ja noch nicht gesehen und sie fand es richtig, richtig gut. Und ja, ich bin jetzt hier nochmal gespannt. Hier auf dem Balkon ist einiges los. Fans sind hier unterwegs. Und hier ist auch die große Leinwand. Und ja, und Cecile und ich werden gleich inside, we will go inside in the next few minutes. And maybe in 30 minutes the musical will start. Yes, it's very exciting. Exciting, yeah. Yes. We see you. Später. Thank you. Bin ich jetzt auf dem Balkon und von dem Balkon gehe ich jetzt nochmal auf meinen Platz. Und jetzt richtig was los. Da macht das. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, diese Show endlich hier live zu sehen. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt und alles Weitere wird es dann nach der Show geben. Minuten vor der Show startete langsam das Programm. Die Darsteller kamen auf die Bühne und läuteten damit den Start des Musicals ein, dass es gleich losgeht. So, das war jetzt die erste Hälfte. Wir haben jetzt Pause. Die erste Stunde ist vorbei. Und ich bin total geflasht. Also, was soll ich sagen? Es ist doch anders, als ich dachte, das Musical. Es ist nicht so eine Show, wo ja die ganze Zeit ein Song nachgemacht wird. Es wird hier richtig eine Geschichte erzählt. Und die wird richtig spannend und berührend umgesetzt. Also ich war total, ja, das hat mich schon emotional sehr mitgenommen, weil an einigen Stellen, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich fand es sehr gut umgesetzt und es hat mich sehr berührt. Und ich fand es nochmal ganz anders, als ich mir das vorgestellt hätte. Also die erste Hälfte war richtig, richtig gut. Das ist der Pausenvorhang mit Notizen von MJ. So ging es in das Finale. Und wir erlebten den phänomenalen Premierenabend
Applaus. Und so fiel der Vorhang. Ich stehe jetzt hier draußen am Prince Edward Stage-Eingang, an der Stage Door. Und hier sind, ja, viele Fans stehen hier, weil der Cast hier nach und nach auch rauskommt. Und hier ist schon ein Tänzer rausgegangen, die Kinderdarsteller waren eben hier, die sind rausgegangen. Und ja, das ist noch so der Meeting Point. Einige Fans sind hier, andere sind, glaube ich, rübergegangen und feiern auch noch. Also es teilt sich auf, einige sind auch schon ein bisschen durch. Also hier ist noch ein richtig buntes Treiben. Ja, insgesamt eine entspannte Stimmung und ich gucke mal, ob ich vielleicht noch eine Stimme eingefangen bekomme. Ich habe hier Yves neben mir, spricht sogar Deutsch, ein bisschen. Wie hat dir das Musical gefallen? Sehr. Also es ist wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen. Fährt nach London oder wartet für Hamburg. Es ist egal, für junge Leute, ältere Leute. Wenn ihr Michaels Musik mag und wenn ihr Michael mag, dann könnt ihr es sehen. Ja. Ich fand auch, das war sehr emotional. Mir sind einmal die Tränen gekommen bei I'll Be There und bei Human Nature und auch ein bisschen bei Men in the Mirror, also eigentlich dreimal bei mir. Ja, das war schon sehr emotional. Beat It war es noch bei mir. Ja, Beat It am Anfang. Das hat mich direkt an die History Tour erinnert, als ich die Konzerte besucht hatte. Und dann kam dieses Intro und ja, da kam es über mich. Ja. Also wirklich Emotionen kommen hoch. Ja. Und ich fand, auch die Show war nochmal ganz anders erzählt, als ich mir das vorgestellt hatte. Hier werden nicht einfach die Videos nachinterpretiert, hier wird wirklich eine richtig tolle Geschichte erzählt. Und das war also sehr authentisch und hat mir richtig gut gefallen. Man hat fast das Gefühl, als ob man im Mikroskop drin ist. Ja. Und das wird so reflektiert auf die Bühne. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, richtig schön. Danke, dass du hier einen kleinen Kommentar gegeben hast. Danke. Ciao. Und draußen kamen nach und nach die einzelnen Darsteller, ließen sich fotografieren, schrieben Autogramme auf das Programmheft und ließen sich damit feiern. Holiday days show for the so it's better to The show was amazing. You say where you from France? Yeah. And then come back tomorrow to see. Wow. Are you going to turn up for the day to see if there's any dates on? Yeah. Thank you so much. Bis in die Nacht wurde in der Bar Soho gefeiert. Was gibt es Schöneres, wenn man morgens nach dem MJ-Musical im Londoner Hotel aufwacht und den Fernseher anmacht und MJ-Videos im TV laufen? Ups, I did it again. Ja, ich bin hier wieder vor dem MJ The Musical Gebäude, Prince Edward Theater. Und heute ist der zweite Spieltag und auch dafür habe ich natürlich wieder ein Ticket besorgt. Das heißt, heute gucke ich mir das nochmal von vorne an. Allerdings von vorne, also nicht nur von Anfang bis zum Schluss, sondern auch von vorne im Gebäude. Gestern hatte ich ja einen Platz im Balkon, im ersten Balkon. Und heute geht es runter vor die Bühne. Da habe ich nämlich einen Platz irgendwo in Reihe 2 oder 3.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es von diesem Blickwinkel aus sein wird und werde auch natürlich berichten, wie der zweite Abend wird. Also, auf geht's, aber jetzt gleich treffe ich erstmal noch ein paar Jackson-Fans. Mal gucken, die sind bestimmt hier gegenüber in der Soho Bar und dann geht's später wahrscheinlich so eine halbe Stunde hier rüber ins Theater. Auch die zweite Vorstellung war ausverkauft. Full House, wie es in Londoner Musicals heißt. Nochmals eine Übersicht über all den Merch. Demnächst gibt es eine MJ Update New in My Collection Folge zu all den Sachen, die ich mir dort zugelegt habe. Seid gespannt. Dieses Mal ging es runter in den Innenraum. Auch hier alles in Rot gehalten. Unten gibt es eine Bar und einen weiteren Merch-Stand. Aber ich musste weiter. Hier ging es durch 2 weitere Türen. Und ich war dann tatsächlich im Innenraum. Von hier kann man den Blick in das Theater genießen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wirklich ein wunderschönes Theater. Das MJ-Update ganz nah an der Bühne. Und zwar hier fasse ich sie gerade an. Da findet die Magie gleich statt. Und ja, das ist die Bühne. Heute erlebe ich das Konzert, hatte ich ja gesagt, das Musical aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar, wenn ich mich mal hier rumdrehe, hinter mir aus Reihe B, das ist die 3. Reihe. Und das wunderschöne Theater, also atemberaubend. Also aus der Perspektive ist das nochmal was ganz anderes. Und aus Reihe 3 das zu erleben oder auch Reihe B, ja, wird nochmal eine ganz andere Erfahrung sein als gestern. Gestern habe ich da oben in diesem zweiten Block gesessen, also auf der ersten Ebene. Und ja, und heute hier in Reihe 3. Ja. Von hier vorne sieht man all die Details. Eine Box zum Beispiel, auf der Dangerous World Tour steht. Dies war das Thema der Show, die Vorbereitung der Dangerous Tour. Und wir sind hier quasi bei den Proben der Dangerous Tour und da spielt sich das gesamte Setting des Musicals. Auch heute begann die Show pünktlich um 19:30 Uhr. Und 5 Minutes to Michael hieß es wieder. Die Show begann. Das Theater stand, wie auch schon bei der Premiere, Kopf. Standing Ovations beim Abspann und Zugabenblock. Die Songs Jam, Black or White, Wanna Be Starting Something, Working Day and Night findet ihr komplett auf meinem Kanal. Ohne mein Gelaber. Mit umjubeltem Applaus ging auch dieser Abend zu Ende. Welche der beiden Shows fand ich nun am besten? Nun, beide Shows waren super. Ich bereue es nicht. Im Gegenteil, der Blick aus dem Balkon ging über das gesamte Bühnenbild. Man hat wirklich alles gesehen. Hier vorne vom Abend 2 aus der 3. Reihe ist man näher an den Darstellern und in den Dialogen dran. Für mich war dies die richtige Mischung. Beide Perspektiven waren super und ich kann es auch nur empfehlen, beides zu erleben, weil es schon ganz unterschiedliche Blickwinkel präsentiert. Hier noch ein letzter Blick vom Mischpult zur Bühne.
Damit fanden wir uns wieder am Stage-Eingang ein, um noch einmal die Darsteller zu sehen. Mein Ziel war es, ein Foto mit dem Hauptdarsteller Miles Frost zu bekommen, was mir auch gelang. Right. Well, I've never seen it. Like, Exactly. Stage, Exactly, yeah. Like, Right. So without the hair. Exactly. And clothes and all that. But really, yeah, you're right. If I saw him in the street, I wouldn't know. Yeah. But it might be, I don't recognise anyone. I just sat next to everybody. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich konnte euch einen schönen Einblick in die gesamte Premierenzeit in London mitgeben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und folgt mir für mehr MJ-Content. Bis bald. Tschüss.